und der jetzt stellvertretender Vorsitzender der Gleichheitspartei. Und ich werde jetzt das Wort übergeben und wir bedanken uns, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil die Frage der Freiheit von Julian Assange absolut wichtig ist. Und wir haben entschieden, diese Frage in unserem Europawahlkampf, im Europawahlkampf der Sozialistischen Gleichheitspartei ins Zentrum zu stellen. Julian Assange hat gemacht, was jeder Journalist eigentlich tun sollte. Er hat die Machenschaften der herrschenden Elite aufgedeckt. Und dazu gehörten die brutalen Kriegsverbrechen, die die US-Armee und ihre NATO-Verbündeten, unter anderem Deutschland, in Afghanistan und im Irak begangen haben. Und er hat aufgedeckt, dass die NSA zusammen mit ihren befreundeten Geheimdiensten wie unter anderem dem BND im Wesentlichen die ganze Weltbevölkerung ausspioniert und überwacht. Und schließlich haben die etlichen Botschaftsdepeschen, die Wikileaks aufgedeckt hat, all die schmutzigen Details des Imperialismus offengelegt. Aber während all diejenigen, denen Julian Assange diese Verbrechen nachgewiesen hat, nach wie vor in Amt und Würden sind und nach wie vor völlig unbehelligt ihre Politik betreiben können, wird der Whistleblower brutal attackiert und inhaftiert. Wenn Assange tatsächlich in die USA ausgeliefert wird, dann ist das ein Präzedenzfall, der sich gegen jeden richtet, der die Politik vom Krieg, von Kriegsverbrechen, von Massenüberwachung und von Polizeistaatsmethoden aufdeckt und kritisiert. Die Verhaftung von Assange ist deswegen eine Warnung an alle, die involviert sind in der Kritik an diesen Verhältnissen, an der Kritik an der Kriegspolitik. Und es ist absolut notwendig, Assange zu verteidigen. Das Abstoßendste an dem ganzen Spektakel, was wir hier erleben gegen Assange, ist die Rolle, die ein Großteil der Medien spielt. Die Springerpresse hat seine Inhaftierung bejubelt. Und auch die Süddeutsche, die Zeit, der Spiegel haben alle die illegale Internierung von Julian Assange als einen legitimen Akt verklärt. Und auch die deutsche Bundesregierung unterstützt ihre britischen und ihre amerikanischen Kollegen durch lautes Schweigen. Und es gibt keine Partei im Bundestag, die auch nur ansatzweise eine ernsthafte Kampagne zur Verteidigung von Julian Assange führen würde. Und das alles zeigt, dass es innerhalb der herrschenden Elite heute keine Grundlage für die Verteidigung demokratischer Rechte mehr gibt. Ganz im Gegenteil. Überall auf der Welt wachsen rechtsradikale, autoritäre und faschistische Methoden und Formen der Herrschaft. Wir haben Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien und in Europa sind mittlerweile 10 Länder von rechtsradikalen Parteien mitregiert. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man an dieser Stelle hier in Berlin an einen anderen Fall erinnern von einem kritischen Journalisten, der wegen seiner kritischen Tätigkeit eingesperrt wurde. Nächste Woche ist der 81. Todestag von Karl von Ossietzky. Und Karl von Ossietzky war der mutige Pazifist, der 1929 die illegale Aufrüstung der Reichswehr aufgedeckt hat und dafür im Jahre 1931 zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde unter der Anklage von Geheimnisverrat. Und er wurde dann erst im Dezember 1932 im Rahmen einer Weihnachtsamnesie freigelassen und wurde dann 2 Monate später gleich wieder interniert, dann von den Nazis, die die Macht übernommen hatten,
und wurde von ihnen ins KZ verschleppt, wo er dann gefoltert wurde und misshandelt wurde und schließlich an den Folgen des KZ-Aufenthalts starb. Und damals wie heute reagieren die Herrschenden mit so einem Rechtsruck und mit so einem Angriff auf die grundlegendsten demokratischen Rechte, weil sie sich unter Druck fühlen, weil die Opposition gegen die rechte Politik von Krieg und von sozialer Ungleichheit auf der ganzen Welt wächst. Wir haben die Massenstreiks, die in Ungarn und gerade in Polen stattfinden. Wir haben die Riesendemonstrationen, die hier in Deutschland gegen die AfD stattfinden. Und wir haben die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich. Und das ist der Grund, weshalb sich die Herrschenden unter Druck fühlen und weshalb sie jetzt mit immer brutaleren Mitteln gegen die Meinungsfreiheit und gegen die demokratischen Rechte vorgehen. Und deswegen kann Julian Assange Recht auf Meinungsfreiheit, seine Freiheit und die Meinungsfreiheit aller nur verteidigt werden, wenn diese Kämpfe der Arbeiterklasse, die international ausbrechen, auf einer sozialistischen Grundlage vereinigt werden. Und das ist genau die Perspektive, mit der wir bei den Europawahlen antreten. Und ich will euch deswegen alle einladen, am kommenden Dienstag zu einer Veranstaltung zu kommen von unserer Jugendorganisation, den International Youth and Students for Social Equality, wo wir unter dem Titel Freiheit für Julian Assange eine Veranstaltung an der Berliner Humboldt-Universität abhalten werden. Also nochmal, die einzige Möglichkeit, Julian Assange zu verteidigen, ist eine internationale und unabhängige Bewegung der Arbeiterklasse. Und deswegen sind Proteste wie hier heute so wichtig. Und deswegen ist es wichtig, sich einer sozialistischen Perspektive anzuschließen. Vielen Dank.